Mijn noem is Elmer Zacharias. En mijn Elmer is noemen. Nou, zo daar nog maar van een vreemde Kjoakj. We zijn een beetje nervös dus. Ik hoop je kan alle verstaan. Voor mij is dat een zegen hier van jou te zijn. Ik zie jullie zegen worden, den type wat ik hier nu zie. Besonders durch das Zeugnis, was je hört, die Matthäus. In trofale Zeugnis, wie wir uns auf Jesus verluten, wie wir Jesus die Ehe für was angegangen ist. Freid dann bei unabrechtig die Welt ist, aber Jesus Anerkennung geben für was er getan hat. Und auch durch das Spaschen Nummer, was die hat. Ich gleich das Leute sehen, das ist ein schwarzer Such, ein langer schwarzer Such, ein Suchen weil Hane wie sie alle mitfahren. Aber das eine, was uns Frieden bekommen, und das ist Jesus Christus. Das ist mein Thema von der, mein Tag von der ist am Philippa Feier, Vers 4, 9. En de grote gedanken hier hängen ist, dass wir sollen Freid am Herrn haben und wir sollen uns verstehen zu benehmen. Der Philippa-Brief wird den Brief von Freid genannt. Und weil wir mal den Text hier lesen, Philippa 4, Vers 4, 9. Das sagt es dort, Paulus schreibt hier, er sagt es dort, Freid ihn immer an Herrn und ich sage ihn noch einmal, Freid ihn. Lut alle Mann seinen, wo läuftulich gesandt, der Herr ist dich bei. Zorgend am nisch, lut Gott met beren en prachten en dankschen zijn, alles weten wat hun fehlt. En God zijn vrede, der weet über alles jet wat mensen verstehen können, wat jene harten en gedanken an Christus Jesus bewahren. Dan te Gott laatst, Brüder, wat Wahrheit ist, wat zum Achten ist, wat gerecht ist, wat rein ist, wat läuftulich ist, wat einen gouden Raub hat, wat gode Eigenschaften hat, wat te loven is, doet je auf an jene gedanken. Öffnet daran, wat je van mij geleerd en je seinen en je kregen haben. Dan wordt de Friedensgott met je zijn. Dus ik wil zeggen, de Philippa-Brief wordt den Brief van Freid genannt. En wenn wir den Philippa-Brief plus eingewies lesen, dann hielt sich dort so Paulus als krank in diesem Moment auf der höchsten Stelle in seinem Leben. Dus hij zegt, Freid je am Herrn. En ik zeg je nog eenmaal, Freid je. Dat heet zich zoals waar alles gloed gaat. Paulus als irgendwo, vielleicht eine grote Kjoakj jetzt, so, der predigt du bloß. Aber die Wahrheit ist nicht dort. Paulus wie ein Gefängnis, als er das geschrieben hat. Also Paulus befindet sich ein Gefängnis, als er diesen Brief geschrieben hat. Und das sehen wir an den ersten Kapitel an des Brief, an Vers 12 durch 14, wie er es das geschrieben hat. Brüder, dit zal je weten, wat ik daar gemerkt heb, heeft mij geholpen het evangelie te verbreiden. Doordat als allem een regeringspalast en ook onder dat klein werden, dat ik wegen Christus en deze keden zie. En durch meine Gefangenschaft haben die meisten Brüder am Herrn mehr Mut gekregen, Gott sein Wort noch triester und furchtloser zu predigen. Wenn wir dann die erste Verse hier lesen, dann sehen wir auf einmal das gerade Bild von dem Philippa-Brief. Paulus ist schaftig, Paulus ist in jail. Wo schafft das? Also der Philippa-Brief ist nicht bloß ein Brief, wie Paulus ganz gelobt kann sein. Wie all die Umstände reich sind. Wir als Menschen haben vielmals ein Problem an uns, dass wenn nicht alle Umstände an uns reich sind, Raum uns sind, was wir glauben, was wir reich sein, aber uns behandelt worden, dann können wir nicht froh sein. Dann glauben wir können nicht froh sein. Wir können nicht Frieden haben. Aber Paulus fordert uns hier ab an das Brief und sagt, Fried ihn am Herrn, und ich sage ihn noch einmal, Fried ihn. Und Paulus befindet sich in Gefängnis. Wir sehen hier, dass Paulus keine Umstände können, diese Friede in Hort nehmen. Vi vil vielleicht sagen, Paulus wir ein Prediger, ne? Paulus wir von Gott geraubt. Aber du und ich sind auch von Gott geraubt. Wir sind geraubt, Rüt zu stoppen. Wir sind geraubt, von der Friede Rüt zu stoppen und an Christus zu sein. Nicht an der Friede, von der Welt Rüt zu stoppen und an Christus zu sein. Vielleicht war ich von dir auch noch Spaß beleben an mir, aber wie ist es dann? Den Thema für die Botschaft von der Hex ist das genannt. Gott allein kann Fried geben, was du immer bleiben wird. Wenn wir Paulus sein Leben checken,
so wie dort halt durch viel schwere Tiden ging, will es halt für den Glauben für Jesus Christus anstellen. Wir sollen durch meist jeder ein von seinen Briefen, dass er entweder hier durch geklappt kriegt, oder dort ein Gefängnis ist, und er predigt das Wort. Und auf einer Stelle, wo mir sehr interessant ist, heißt ein Gefängnis, und er schreibt, ich sehe ein Gefängnis, will Christus ihn solven. Und dann sagt er zu seinen Mitmenschen, bet, dass ich das Wort wird so predigen, als ich das gehört. So es van heil nicht nur schlechte Umstände hat, was das Wort predigen. Dann sagt er, bet, dass ich noch driester war. Und don't, was die Umstände sind. Und don't, was mit mir passieren wird. Ich will predigen, so dass das Evangelium wird klar sein. Es kann jail sein, es kann Käse sein, es sie mich verklappen oder nicht. Christus sein Werk wird wiedergebracht. Wir können uns fragen, wo ist dort dann, dort Paulus zum Brief aus der geschrieben hat, wenn wir in ersten Kapitel 1, Vers 12 und durch 14 lesen, wie er beschrieben, dass ich sie an Jail, ich sie an Kedem, das Christus. Dann stellen wir uns vielleicht die Frau ab, na, Paulus ist falsch, Paulus ist gebunden, und er schreibt, ich sie mutig, ich freue mich. Wir können uns fragen, wo ist das möglich, dass das Paulus an der Umstände, wie er ist, zum Friedensbrief schreiben kann. Aber in Philippa 4, Vers 12, dann trage ich an denselben Kapitel, wo wir den Text von haben, bloß ein paar Vers wieder, sagt er, ich weiß, was das ist, gedemütigt zu werden, und was das ist, von alles zu haben. Ich habe das Geheimnis gelehrt, an alle Leute zufrieden zu sein. Ich kann satt oder hungrig sein, reichlich oder knapp haben. Und ich kann alles durch Christus, der mich stark macht. Ich freue mich von der aus, so eine Sonderschau sagt, dass das Praktisch Timerwart abgehoben. Praktisch ist Schriftsteht. Und ich freue mich, was Henry sagt, dass das Vers, ich kann alles durch Christus, der mich stark macht. Wer kann denn nicht auswendig? Ich glaube, die meisten kennen den auswendig. Aber wollt wie die Umstände, was hier das hängen ist? Ich kann alles durch Christus, was alles reich ist von mir, nicht? Wenn ich Geld habe, ja, dann kann ich alles an Christus. Was haben wir, wenn wir krank sind? So ist hier hört mit alle das. Wenn das nicht so fern ist an unsere Familie geworden. Kann wir danach alles an Christus, der uns streiten. Und wir sind hier ein klares Beispiel von Paulus. Er kann alles an Christus, der ihm streiten macht. Weil er hat wirklich das in Christus an sein Hart. Und er hat nicht Umstände an sich, was am Angst merken können, weil er weiß, dass Christus ist überall das. Er sagt hier, ich habe das Geheimnis gelehrt. Wie kann uns vielleicht fragen, was ist das für ein Geheimnis, was Paulus gelehrt hat? Viele von uns lehren vielleicht Geheimnisse. Aber heute hat hier ein Geheimnis, was sagt, wie ich diese Dinge kommen, wo ich tue. Und wenn wir dann Römer 8, Vers 28 lesen, das ist auch der Brief, was Paulus geschrieben hat, dann sagt er an diesem Vers, wir weiten, dass Gott an alle Dinge immer das Beste wirkt für die, die am Gott sind. Dort sind die, die er geraubt hat, so als er dort will. Paulus weiß das. Wenn ich nicht alles sein kann, was mit mir passiert hat. Aber Gott, der kann das große Bild sein. Und Gott weiß, was er durch mich tun will. Und er sagt es an, dass Gott durch, er sagt so, wir weiten, dass Gott an alle Dinge immer das Beste wirkt für die, die am Gott sind. Die Frage ist vielleicht für uns, so wie den Herrn Gott. Ich glaube, wenn wir die Frau an uns haben, dass alles, was für uns dumm ist. Die Umstände sind nicht reich. Ich glaube, das soll nicht unsere Frau sein. Ich glaube, die Frau soll sagen, so wie dem Herrn Gott. Und wenn wir den Herrn Gott sind, dann können wir so Paulus sein. Ich weiß, dass das wird nicht durchgehen. Der Herr wird das was Gott bringen. Also Paulus weiß, dass wenn heute schwere Tiden gehen müssen, dass Gott an alle Dinge das Beste wirkt für die, die am Gott werden. Paulus, wir am Gott. Haben du und ich an uns Leben das auch so klar, dass Gott
en alle dingen immer het beste voor ons er voor die werk die om God zijn. Krak 3 waren een vrouw. Zij wie dem Herrn God. Kost du dem Herrn vertrauen, wann Umstände nicht reich sind. Gott allein kann Frieden geben, was immer bleiben wird. Und wieder, weil wir kicken, was wäre Eigenschaften, was Paulus hat, wenn was sich so überzeugt kann sein an seine Frau sein, wo kann vorwärts gehen an das. Und das wir will Paulus heute denken, was im fokussieren kann. Was fokussieren kann. Das sei wir in den ersten Kapitel, Vers 21, das erste Part, wie heißt es das sei das? Dort ist so, was Christus mein Leben ist. Paulus hat sein Ziel auf Christus gesagt. Er hat ein Denken, was sich zentrieren kann auf das Wörtliche. Er sagt, das ist so, was Christus mein Leben ist. Und wieder sei wie das heute ein Denken hat, was sich losmerken kann von Dingen. Und das sei wie du kriegst in den selben Vers 21, das erste Part, wie er sagt, dass ein Sterben ist mir gewonnen. Ein Sterben ist für mich gewonnen. Erstens sagt er, das ist so, was Christus mein Leben ist, und ich sagt, ein Sterben ist für mich gewonnen. Also er hat ein Denken, was sich losmerken kann. Erstens losmerken von dieser Welt, von den Umständen, die rum uns sind, aber dann noch von seinem eigenen Leben loszumerken. Sein Leben wäre ihm gleich mal wichtig. Dass er hat ein besseres Leben ankommen. Er hat sein Ziel nicht mehr auf das Irdische hier. Er weiß nicht aber, was er hier tun soll, und er tut und er weiß, was ihm das wird kosten, aber er hat seine Augen auf das Himmelreich, nicht auf das Irdische Reich. Also er hat ein Denken, was sich losmerken kann von Dingen, was uns fehlen muss auf dieser Welt bei ihr. Losmerken von dort. Und er hat ein Denken, was sich demütigen kann. Das sei wie in Philipper 2, Vers 3, wie heißt es das leider. Sieht nicht nur sich und irrt sich. Vielmehr auch den nächsten Herr aus uns selbst. Also Paulus sein Ziel, seine Einstellung wird nicht, dass müsst immer unerkannt werden. Aber er kann sich demütigen. Und demütig denken. Uns als Menschen fällt das vielmals schwer, ans demütigen. Das kann auch verschiedene Lehren sein. Das können vielleicht Regeln sein, wie wir uns tun müssen, wie wir uns demütig geworden müssen. Aber das krasse Denken, wie wir uns demütig machen, das ist für Gott. Paulus demütigt sich unter Gott und Worten deiner, also Christus in deiner geworden wird. Der nächste Punkt ist Krieg. Ein Denken, was deinen kann. Jetzt sei wir in Philipper 2, Vers 5, wie er sagt, seht euren Unterschied so gesonnen aus Christus Jesus als wir. Paulus im Ziel wir, Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Und wir sollen das durch sein Leben, das heute nicht freiholen wird, für Christus anzustellen. Die Frau ist für uns, sah wie auch Balance. Für Christus anzustellen. Wann wir all seine keine Worte kämpft für uns. Wann wir eine Welt ankicken. Sah wie Balance. Christus in deiner zusammen. Wann wir die Umstände seine Worte am sind. Und da wir Paulus sein Ziel, Christus immer ähnlicher zu werden. Das nächste Ding, er hat ein Denken, wo eine Zukunft kicken kann. Wofür muss ich wie drei nur unsere Vergangenheit? Wenn ich das mal nicht getan habe, dann werde ich probably besser keine für Gott schaffen. Aber nur das für mich. Das ist da, ich kann nicht. Paulus hat ein Denken, wo eine Zukunft kicken. Wo Dinge loslösen können und vorwärts kicken. Dort fängt wir an,
Dat kan je in Filippa 3 vers 13 wie Jesus dit zegt. Brüder, ik zie me niet te ver aan dat ik dat al alle te houden heb, aber einer let doe ik. Ik vergeet wat hinger mij ligt en raak me uit naar dat wat ver mij is. Also Paulus bij de vergangenheid gar nicht mehr wichtig, aber hij kijkt met vrede aan de toekomst naar. Hij den uitdruk mal gegeven dat we zijn entweder aan de vergangenheid gebunden, oder we zijn aan de toekomst gebunden. En we leven niet gegenwärtig van jou. Bis wir an dit versollen, bis wir an dit versollen. Wat passiert ist und wat vielleicht passieren kann. En we vergeten van den dag wat ik van jou heb. Dat is de dag wat de Herr mir gegeven heeft, ten vorm te leven. Paulus had een denken wat dankbaar weer. Wat dankbaar zijn kan. Dat zei we in Filippa 4:6. Wie hij het zegt. Zij kunt am nasch. Laat God met beden en praten en danken zijn alles weten wat hun fehlt. Paulus schämt sich gleich mit Gott am Dinge zu freuen und mit Gott für Dinge zu danken, was passiert wird. Aber ich will das Jahr, aber mir ist das vielmals in meinem Leben schwer gewesen, dankbar zu sein. Und fern war ich bloß das schwer, bis ich verjährt habe. Und Paulus sagt hier, weil Gott dankbar sein. Das ist das, der von denken, oder das ist das, wer von denken. Das erste wir enfocaten, zweitens losmerken, drittens demütigen, viertens deinen, fünftens an die Zukunft kicken, also Dinge, was hinter mir ist, das sind vorbei. Du kannst nicht mehr tun, aber ich kann mit dem, was tun, was noch kommen. Und sechstens dann dankbar sein. Das ist das Ding, was Paulus hier so betitelt hat an das Philipperbrief. Das sind drei Dinge, was ich und du an uns Leben umwandeln können. Was mir und die effektiver werden merken, für Christus anzustehen. Ich gleich von der Sender schon sagen, dass das Thema du wir Fried, zu Fried sein. Und mein Thema ist Fried haben. Zufrieden und Fried. Fried und Fried. Meistens selber nicht. Und das gute Ding, was das Wichtigste, was mich hier benen ist, dass diese beide Dinge stammen von den selben Herrn. Wir können nicht zufrieden sein. Wir haben nicht Fried, wenn wir Jesus nicht haben. Wir haben nicht Fried, wenn wir Jesus nicht haben. Wir können uns anbilden, ja, ich habe Fried, ich habe große Novia, ich habe mir nie einen Truck gekauft, ich habe einen schmacklichen Traktor. Aber weißt du was? Das Fried wird vergonnen wird. Gott allein kann Fried geben, was bleiben wird. Was immer bleiben wird. Die Frage von jedem einen von der ist, was bestimmt deine Fried? Was bestimmt deine und meine Fried? Sind das unsere Umstände, oder ist das unser Herr Jesus Christus? Habe ich bloß Fried, wenn alle Umstände um uns fern sind? Wenn alles an unseren Augen perfekt ist? Oder bestimmt Gott sein Wort unsere Fried? Das ist die Frage, die wir uns alltäglich mit der Frau. Sehe ich bloß mutig, habe ich bloß Fried, weil es das nicht gut zu mir passiert ist? Oder kann ich auch Fried haben, wenn das nicht passiert wird sein? Und an der Welt, wo wir von der den Tag leben, ist es höchtig, nur zu forschen, will ich meine Fried bannen. Entscheiden, was ist das, was mir diesen Fried gibt.
Wir sollen von der oder nach viel Eierreichtigkeit. Und wenn wir an Eierreichtigkeit denken, dann kann wir euch Fried haben. Aber das wird besser als das. Jesus ist gekommen. Und Jesus kann uns Fried geben an diese eierreichte Welt, wo wir leben. Wir denken auch recht kommen. Hängt unser Fried auf einmal an Umständen an uns Leben, sondern aus, wenn ich viel Geld habe, dann habe ich Fried. Oder wenn ich gesund bin, dann habe ich Fried. Oder wenn die Menschen mal so und so zu mir, dann habe ich Fried. Oder wenn ich gesteht und dort beharren, dann will ich Fried haben. Was geliet, wenn unser Fried ram Umständen hängen, dann lobt mich in sei, dann wird der Fried nicht bestehen. Gott allein kann Fried geben, was du immer bleiben wird. Paulus sagt das an Kapitel 4, Vers 4, dass wir sollen uns immer am Herrn freuen. Also ein Don't, was die Umstände ram ansagt. Wir sollen uns danach am Herrn können freuen. Hier will ich vielleicht ein klein mit zwei Wörter betrachten, was ein Spanischen sind. Eine plottische Bibel, wenn wir hier von Fried lesen, dann lesen wir bloß von der eine Fried. Und dann verstehen wir bloß Fried. Und wenn wir in Spanischen gehen, dann haben wir Gozo und Felicidad. Joy and Happiness. Zwei Dinge, wo wir würden können sagen, die liegen sich so sehr. Und die sind über schwarzen Dienste. Nein. Schwarzen Dienste nicht. Wird ein Schwart. Schwarzen Dienste, das Schwart hat sich Dienste aus Dienste. Na, bei mein wird ein Schwart. Ich wollte bestimmen, das Bett. Den Gozo, oder der Fried, wo das hier in Philippa 4, Vers 4 redet, dort besteht, erlöst zu sein durch Christus. Dort zu weiten, ich ewig leben an Christus. Dort zu weiten, ich sie Gott in Kirchen, ich sie angenommen. Dort zu weiten, ein Tag, wo ich an Himmel sein werde. Das bestimmt uns Gozo. Also Gozo besteht nicht aus Umständen, was Raum uns sind. Gozo besteht aus Dingen, was von Gott uns geschenkt wird. Und Felicidad, dort besteht aus Umständen. Auf Persig, wenn ich so einen großen Smile habe, wann ich mich dampfe. Aber ich konnte wegen Gozo haben, wenn ich auch nicht Felicidad habe. Das Gozo, Joyness, hat an Christus. Wir sind fertig leicht Leute im Rechten und sagen, man, der Mensch ist immer traurig. Der muss aber vergrenzt sein. Wir haben keine Idee, dass du nicht ein Hort dessen Gozo hat. Wenn du auch nicht Felicidad hast, wenn es die Umstände bei der anderen sind. Drei nur nun Umfang, nur den großen Gedanken von den Thema, von den Aufschnitt, was ich von der habe. Wir sollen Fried am Herrn haben. Also wir sollen immer Fried am Herrn haben. Und wir sollen beuten, wo wir uns benehmen sollen. Das erste habe ich nun da gekickt, was bestimmt unser Fried? Und den letzten will ich bloß einen großen Kleinpass anscheren. Und dort sollen wir uns abwehren. Paulus sagt dann in Salvien, Philippa Brief, Kapitel 1, Vers 27, er sagt es dort, seid bloß du nun, dort im Wohnen mit Christus in Evangelium stammt. Auf euch dann heimkommen oder wach blieb. Ich will von den Tieren, dort die am Jäst gleich gesonnen sind. Und dort die mit uns taub für den Glauben von Evangelium kämpfen lernen. Paulus gibt an den Philippa-Brief ab ein paar Städte Direktion, wo wir uns benehmen sollen. Ich habe den Philippa-Brief durch, ich jemand schaffen dort. Und das ist die erste Stelle, wo ich einen großen Punkt sein kann, wo heute die Gemeinde
Rotgeber uit, waar hij sagt, was ze zich benemen zullen. En hij sagt, seid du noch. Dat je wandel met het evangelium van Christus Jezus stemmen wordt. Also de vrouw, wat we als vrouwen moeten als stem mijn wandel naar Jezus, naar Christus zijn evangelium. Stel ik mijn wandel naar Christus zijn evangelium aan, en prouw ik Christus zijn evangelium aan mijn wandel aan te passen. Kijk met ze waarin. Twee verschillende dingen. Zie ik aan maandag, aan dinsdag, maandag, donderdag, vrijdag in zin und ook een Christ? Oder zie ik aan zondag, vanmiddag een Christ? Stemt mijn wandel alldaglich met Christus in evangelium. Dat is de vrouw die ons vrouw moeten. Stemt mijn wandel met Christus in evangelium, oder prouw ik Christus in evangelium, met hoe je staat en met wat ik daar. De nächste Punkt, wo ich sagen kann, ein großer Punkt, das ist an Philippa 4, Vers 8, wie heißt es das sagt. Dann zu Gott laats, Brüder, was Wahrheit ist, was zum Achten ist, was gerecht ist, was rein ist, was läuftulich ist, was einen guten Raub hat, was gute Eigenschaften hat, was zum Loben ist, du macht ja viel auf an deine Gedanken. Wenn Paulus uns sagt, wo wir uns an unsere Gedanken benehmen sollen, so das Kraft für das Denk, dass wir diesen Freid von Christus waren, einmal bei uns kennen haben. Wie dürfen wir gut denken? Wir bloß mal denken, was passiert, wenn ich meine Gedanken rum Umständen von dieser Welt drehen. Dat dit goed lang, dan zou ik maar moedig. En wanneer we dit immer waren dan, ram Umstände, onze Gedanken drehen lassen, dann kommen wir mal bei der Frau, wie wir umfangen die Frau nach. Wenn er wirklich in Gott gibt, was passiert das dann mir? Wenn er wirklich in Gott gibt, dann soll ich nicht darüber krank sein. Dann soll mir nichts passieren. Wenn er wirklich in Gott gibt, dann werden die Umstände anders sein als die jetzt. Das passiert, wenn unsere Gedanken rum unsere umständliche Welt denken. Und dann vergeht wir auf einmal, dass Christus selbst gesagt hat, wir uns minst haben bei Schulden liegen. Er sagt, auf der Seite steht, wie er sagt, wir uns minst haben bei Schulden liegen. Du sagst, wenn die nach von dieser Welt wären, dann wird die Welt nicht gut sein. So zu sagen, dann werden alle Menschen nicht gut sein. Dann werden die Umstände vielleicht reich sein. Aber, die sind nicht von dieser Welt, was ich habe in Rückgrat sagt, ein Kraft bewegen, was die Welt nicht leiden kann. Das Gedanken muss wir ans Christenleben immer waren und verkund haben, da wir daran denken. Das wir als Menschen können uns sehr leicht beleidigen, wenn Dinge an uns kommen, was uns beidauern. Und als Christen haben wir vielmals praktischen Gedanken, wo ein falscher Gedanken ist. Wenn ich ein Christ bin, dann soll mir nichts passieren. Als Christen haben wir praktisch gut Gelegenheit, durch schwere Tiere zu gehen, als alle Menschen, die nicht Christen sind. Und ich gleich so steht zu denken, na, wir kicken vielmals an die Weltmenschen an, und wir sagen, man, da habt ihr mir ja gleich gesagt. Denn jeder scheint als mir. Aber weißt ihr was? So tun darf den gleich perken. Weil es der erste Absehne sind. So tun wird uns als Christen vielmals, nicht bloß vielmals, immer Provedala anzugreifen, als die Menschen, die nicht Christen sind. Wegen was? Bis ja eine Sandabsehne sieht. Die Bibel sagt uns ganz klar, Jesus sagt selbst, wer nicht auf meine Seite ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Also, warum uns gleich wundern, Leute, wenn wir die schwere Tiere an uns christliche Leben wollen. Aber wir uns nicht gründen lassen.
Waar we dit ding klaar hebben, dat die een ansatz als sterker als die wat aan de wereld is. Wenn wir dit ding in ons leven kunnen klaarmaken, dat we zijn praktische God kandidaten, ten de schwere dingen gaan, als alle anderen. En wenn wir dit ding in ons leven klaar hebben, dat die wat een ansatz als greater als die wat aan de wereld is, dan kunnen we een siegreiche leven führen. Dat eerste ding, wat we hier zijn, dan aan vers 8, kapitel 4, vers 8, wat Paulus zei, dat we ons aan die gedanken met beschaffen zullen. En aber van der bloß dort eine ding, ganz klar en mit beseinen. Hij zegt, beschäftigt Paulus, dat eerste ding, wat Paulus sagt, we ons beschaffen zullen als Wahrheit. Wat is Wahrheit? Gott zijn woord als Wahrheit. En met dit gedanken ja mir ook aufzuschließen, dat wir zullen onze gedanken aan Wahrheit haben. Gott zijn woord als Wahrheit. Wat is Wahrheit, wat ons vrouw merken kan? Eine Wahrheit ist, dass wenn ich Jesus Christus an mein Leben angenommen habe, dann sehe ich Gott sein Kind. Zweitens ist, wenn ich das ewige Leben habe, das ist eine Wahrheit. Gott sein Wort sagt, dass ich habe das ewige Leben. Das ist eine Wahrheit, mit der wir mich beschäftigen, um Freid zu haben. Die dritte Wahrheit, dass ich ein Tag war, mit Amt auf den Himmel sein. Das vierte, das kriegt was ich erst so sehe, der war dann anders als gratis, der war an der Welt ist. Wenn wir uns mit dieser Wahrheit an uns Leben beschäftigen, dann wollen wir auch auf einmal dazu kommen können, wie wir mit Paulus anstimmen sagen, Freid immer am Herrn, nach sagen, Freid. Dann wird diese Wahrheit an uns werden. Dass wir wollen können immer Freid haben. Hier wir waren das Denken unterscheiden von Gozo und Felicidad. Weil wir können immer Joyness haben an Christus. Und dann wird der Umstände uns sein. Weil allein Gott kann Fried geben, was immer bleiben wird. Dankeschön, bei uns aufnehmen. Almachtiger Gott vor dem Himmel, ich sage dir von dir Dankeschön für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass du Jesus Christus, den Sehen, auf diese Welt geschickt hast, uns Dinge offenbaren und krieg die Wörtluten abschreiben, dass ich all deine Apostel, was du hast. Und Herr, ich freue dich, dass du von dir warst, uns an uns denken, lenken, zodat wir worden om die Wahrheit drehen und nicht uns nur den Einzelnen von Umständen, was uns täglich angreifen werden. Aber dass die Wahrheit wird, an uns Wahrheit war, und dass wir die Wahrheit werden, an uns Leben nicht leben. In dem Namen, Herr Jesus. Amen.